Je hochfrequenter wir schwingen, desto weniger haben niedrigfrequente Menschen Zugang zu uns oder Situationen. Das war auf meinem Weg extrem spürbar, denn ich war früher ein Pechvogel und hatte eine 12-jährige Depression und war dauernd krank. Und als ich anfing, mich zu verändern und in die Selbstliebe ging, veränderte sich mein Leben, mein Umfeld und auch die Art und Weise, wie die Menschen mit mir umgegangen sind. Mit jeder niedrig frequenten Energie, die du in dein System auflöst, kommst du der Selbstliebe und Liebe immer näher. Ja. Liebe, die wahre Liebe, bedingungsfreie Liebe und auch die Selbstliebe. Es ist in erster Linie eine hochfrequente Energie. Es ist ein Spüren, ein Fühlen, ein Sein-Zustand. Es ist nichts, was wir lernen können, sondern es ist etwas, was wir sein dürfen. Und wir dürfen uns gerne dahin entwickeln und wir sollen uns dahin entwickeln. Selbstliebe ist in erster Linie Annahme. Das bedeutet, der erste Schritt auf dem Weg in die Selbstliebe ist, dass du dich annimmst, so wie du bist. Denn so wie du gerade bist, so bist du halt nun mal. Ja. Und wenn du negative Gedanken hast und dich verurteilst und bestrafst, dann entfernst du dich von der Selbstliebe. Und dadurch blockierst du deine Energiebahnen und ziehst niedrig schwingende Energien und Situationen in dein Leben. Daher, wenn du in die Selbstliebe kommen möchtest, achte bitte extrem auf dich, auf deine Gedanken, auf deine Taten, auf deine Gefühle. Wie sprichst du mit dir selbst? Wie sprichst du mit der Welt? Und wie sprichst du mit anderen? Und was erlaubst du, wie andere mit dir sprechen und umgehen? Schau dir das erstmal an und reflektiere darüber. Und dann schau dir an und überleg dir, wo möchtest du hin? Wer möchtest du sein? Wie möchtest du dich fühlen? Wie möchtest du, dass andere mit dir umgehen, mit dir sprechen? Und treffe die Entscheidung, dass du jetzt diese Realität manifestieren möchtest. Und dann schau dir an, was ist zu tun. Was darfst du lernen? Was darfst du loslassen? Was darfst du verändern? Vielleicht musst du dein Umfeld verändern. Vielleicht musst du deine Gedanken verändern. Vielleicht musst du, also ich spreche gerne vom Muss, weil gewisse Sachen müssen wir tun, um bestimmte Ergebnisse zu haben. Ich rede nicht drum herum, sondern ich bin sehr klar und direkt. Wenn du in die Selbstliebe kommen möchtest, dann musst du gewisse Sachen tun. Und da schau dir deine Programme an, deine Muster, deine Überzeugungen und schau, dass du sie veränderst. Und wenn du nicht weißt, wie, dann lerne es und hol dir ansonsten jemanden, der dich dabei unterstützt. Da gibt es viele Menschen, die dich dabei unterstützen können. Das ist auch Selbstliebe, Unterstützung anzunehmen. Wenn du dich selbst liebst, dann nimmst du Unterstützung an. Du sorgst für dich. Du achtest auf dich, was du fühlst, was du denkst. Du achtest darauf, dass deine Gedanken zu dir selbst wohlwollend sind und warmherzig, liebevoll, konstruktiv und auch für die anderen und für die Welt. Denn alles, was du denkst, denkt dein Gehirn, dein Körper, dass du das über dich denkst. Das bedeutet, wenn du mit anderen Menschen in Konflikt stehst oder mit der Welt oder vielleicht Politik, was gerade aktuell ist, dann denkt dein Körper, du schimpfst mit ihm, mit dir selbst und damit baust du dir energetische Blockaden in dein System rein, was die Situation nicht verbessert, sondern auch verschlimmern könnte. Deswegen, der Weg in die Selbstliebe ist Mitgefühl auch. Habe Mitgefühl mit dir selbst. Auch, dass du
vielleicht dich gerade über andere Sachen ärgerst, ja, dann ist das halt so. Du darfst dich ärgern, und wenn du merkst, dass du dich über andere Sachen ärgerst oder über dich selbst, dann treffe die Entscheidung, es sein zu lassen. Denn das ist deine Macht. Du kannst jederzeit mit einer Entscheidung dein energetisches System verändern. Und wenn du in die Selbstliebe kommen möchtest, in eine sehr hochfrequente Energie, dann darfst du alles, was niedrigfrequent ist, aus deinem System entlassen, löschen. Und ich sage dir gleich, mit Mindset alleine funktioniert das nicht. Denn die Energie der Gedanken ist dafür zu schwach. Da müssen andere Techniken heran, wie Aura-Reinigung, Chakra-Reinigung. Entweder lernst du das selbst oder du holst dir professionelle Unterstützung. Das sind so ein paar Techniken. Es gibt noch viele andere Techniken. Aber es gibt einiges, was zu tun ist. Und Selbstliebe bedeutet auch, sich auch zu erlauben, so sein zu dürfen, wie man ist, die Wahrheit auszusprechen, Bedürfnisse zu haben, die Bedürfnisse auch zu kommunizieren. Es bedeutet auch, dass wir uns das holen, was zu uns gehört und uns erlauben, das zu empfangen. Wir dürfen erfolgreich sein, wir dürfen in glücklichen Partnerschaften sein, wir dürfen in Wohlstand leben, wir dürfen uns das alles erlauben. Wir dürfen leuchten und glänzen und wir dürfen unsere ganze Aura, das ganze Negative aus dem System entfernen, damit unser innerer Diamant zum Vorschein kommt und wir einfach wunderschön leuchten, authentisch in der Energie des wahrhaftigen Seins. Selbstliebe ist ein Zustand. Und aus diesem Zustand setzen wir gesunde Grenzen und achten darauf, dass es uns gut geht und automatisch, dass es auch den anderen gut geht. Denn wer mit Selbstliebe erfüllt ist, der fühlt nur noch Liebe für andere und ist so genauso wohlwollend für andere wie für sich selbst. Da ist nichts mehr mit Ego, sondern alle sind wichtig. Jedoch, wer in Selbstliebe schwingt, der achtet, dass es ihm zuerst gut geht. Denn wenn wir in der Kraft sind, dann können wir auch für andere Menschen da sein und anderen helfen. Und Selbstliebe bedeutet auch Achtsamkeit, ja, Fürsorge, für sich selbst sorgen, sich gut ernähren, sich pflegen, sich bewegen. Unsere Körper sind hier, damit sie bewegt werden. Sie wollen nicht auf der Couch sitzen vom TV. Also, wenn du dich noch bewegen kannst, dann tu das. Ich weiß ja nicht, in welcher Situation du bist. Und ich hoffe, dass du dich noch bewegen kannst. Was ist noch Selbstliebe? Selbstliebe bedeutet, die Wunder dieser Welt zu erkennen, die Schönheit dieser Welt zu erkennen, sich wohlfühlen, alles dafür tun, dass wir uns wohlfühlen. Das ist auch Selbstliebe. Dass andere Menschen wohlwollend mit uns umgehen. Das ist Selbstliebe. Wer in Selbstliebe schwingt, der lässt nicht mehr zu, dass jemand schlecht mit ihm umgeht, beziehungsweise je hochfrequenter wir schwingen, desto weniger haben niedrigfrequente Menschen Zugang zu uns oder Situationen. Das war auf meinem Weg extrem spürbar, denn ich war früher ein Pechvogel und hatte eine 12-jährige Depression und war dauernd krank. Und als ich anfing, mich zu verändern und in die Selbstliebe ging, veränderte sich mein Leben, mein Umfeld und auch die Art und Weise, wie die Menschen mit mir umgegangen sind. Selbstliebe bedeutet auch Freiheit, sich frei fühlen, frei die Wahrheit auszusprechen, mutig sein, das zu tun, wozu man gerade Lust und Laune hat.
Und da spreche ich auch von einem gesunden Rahmen. Ich weiß ja nicht, was bei dir so jetzt für Ideen hochkommen. Meine Gedanken sind rein und klar und liebevoll. Also ich habe da jetzt nichts Dunkles jetzt im Sinne. Also ich meinte ja auch nur lichtvolle Sachen. Und Sachen, die Freude machen und Spaß. Selbstliebe bedeutet lachen, sich freuen, sich bedanken, Spaß haben, Kind zu sein, aktiv zu sein, Blödsinn zu machen. Ja, Selbstliebe bedeutet auch wirklich alles auszusprechen, ohne darauf zu achten, ob das jetzt passend ist. Selbstliebe bedeutet auch alles auszusprechen, was durch mich durchfließt, was da gerade so durchkommt. Selbstliebe ist auch viel in der Natur Zeit zu verbringen. Und natürlich, es gibt sehr viele Persönlichkeitstypen und jeder braucht was anderes. Das sind die Sachen, die mir so spontan jetzt einfallen, was zum Thema Selbstliebe. Und da kommt auch Selbstwert dazu. Denn wenn wir uns selbst lieben, dann erhöht sich unser Selbstwert. Wir fühlen uns wertvoll und wir sind alle wertvoll. Und wir sind alle Menschen der Fülle. In uns steckt so viel Potenzial, in jedem von uns. Weißt du, das Blöde ist nur, dass wir das einfach manchmal nicht sehen und nicht erkennen, weil wir uns einfach für sehr selbstverständlich annehmen. Und dann fällt es uns schwer zu erkennen, wie genial wir eigentlich sind. Und wenn du nicht siehst, wie genial du bist, dann hol dir jemanden, der dir das zeigt. Ja, der diese Genialität in dir entfacht, dass du wieder leuchtest und deine Genialität siehst und anerkennst und sie auslebst. Denn du bist genial, du bist wunderschön und du bist lichtvoll. In deinem Kern zumindest. Das ist Selbstliebe alles. Ich weiß nicht, bestimmt habe ich ein paar Sachen noch nicht erwähnt, die zu Selbstliebe gehören. Selbstliebe ist Annahme, das ist auch wichtig. Nehme an, nehme Komplimente an, nehme Wunder an, nehme Geld an für deine Leistung, gutes Geld, lass dich gut bezahlen. Nehme Geschenke an, Wertschätzung. Ja, lerne anzunehmen. Und wenn du die Sache nicht annehmen kannst, dann ist das auch nur eine energetische Blockade in dir. Löse die Blockade auf, dann kann deine Energie fließen und dann vibrierst du höher und bist schon wieder ein Stück mehr in der hochfrequenten Energie. Mit jeder niedrigfrequenten Energie, die du in dein System auflöst, kommst du der Selbstliebe und Liebe immer näher. Ja, Selbstliebe ist nicht nur guten Kaffee zu trinken, aber guter Kaffee tut auch gut. Selbstliebe ist die höchste Frequenz. Und da kommst du nur, indem du die Frequenz in dein Energiefeld, in dein Energiesystem und in deinen Körper, im Zellengedächtnis, Zellenbewusstsein transformierst. Ja, ich kenne den Weg sehr gut, da bin ich durchgegangen und ich weiß ganz genau, wovon ich spreche, weil ich auch meine Klienten genau auch aus diesen negativen Energien, niedrig schwingenden Energien löse. Viel, viel, viel Liebe für dich.